Anfangs war er die glücklichste Katze der Welt, überhäuft mit Liebe und Aufmerksamkeit. Nichts deutete auf Unheil hin und Harrys Tage waren voller Wärme und Zufriedenheit. Jedoch, als Harry älter wurde, begann er eine Reihe von Gesundheitsproblemen zu erleben. Sein Immunsystem schwächte sich ab und er wurde anfällig für verschiedene Krankheiten. Leider waren Harrys Besitzer unverantwortlich und versäumten es, ihn zum Tierarzt zu bringen oder seine Gesundheit zu überwachen. Sie verstanden nicht die Bedeutung, ihm die notwendige Pflege zukommen zu lassen. Mit der Zeit verschlechterte sich Harrys Gesundheit weiter. Besorgte Nachbarn und Freunde bemerkten seinen schwindenden Zustand und versuchten, die Besitzer zu überzeugen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Doch die Bitten verhallten ungehört und Harrys Wohlergehen litt weiter. Eines Tages trafen die Besitzer eine herzzerreißende Entscheidung. Sie glaubten, dass Harry zur Last geworden war, eine Unannehmlichkeit, die sie nicht länger ertragen wollten. Sie gaben ihn an Bekannte weiter, in der Hoffnung, sich der Verantwortung zu entledigen. Harrys Geist blieb jedoch widerstandsfähig und er entkam seinen vorübergehenden Betreuern, begab sich auf eine gefährliche Reise über 20 Kilometer, um zu dem einzigen Ort zurückzukehren, den er wirklich sein Zuhause nannte. Harry kam wieder am Haus an, das ihn einst mit Liebe aufgenommen hatte, in der Erwartung, Wärme und Akzeptanz zu finden. Stattdessen wurde er mit Grausamkeit und Gleichgültigkeit von den Menschen konfrontiert, denen er einst vertraut hatte. Sie waren verärgert über seine Rückkehr und fühlten sich durch seine Anwesenheit gestört. In ihrer Herzlosigkeit trafen sie die Entscheidung, Harry zum nächsten Tierheim zu bringen. Als sie ankamen, erfuhren sie, dass das Tierheim bereits überlastet war und keinen Platz für eine weitere Katze hatte. Die Besitzer, ohne Empathie und Mitgefühl, erklärten kaltherzig, dass es ihnen egal sei, was mit Harry passiert. Sie schlugen sogar vor, dass das Tierheim in Erwägung ziehen könnte, ihn einzuschläfern, indem sie andeuteten, dass dies eine bequeme Lösung wäre. Mit Herzen, die frei von Freundlichkeit waren, verließen sie schweigend das Tierheim und ließen Harry zum zweiten Mal im Stich. Ohne zu zögern adoptierte Emily Harry und versprach ihm ein Leben voller Liebe, Mitgefühl und unerschütterlicher Hingabe. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.